Da sind wir wieder und ihr habt wahrscheinlich gerade ihr zwei Zuschauer habt gerade diesen Text zwischendurch verpasst. Das Spiel ist verbunden mit dem Internet, alle Notes sind von anderen Playern, kam gerade im Infoscreen dazwischen, während wir nicht aufgenommen haben. Verarsch mich, okay, gut, danke, dass du mir das gesagt hast. Da warst du gerade am Tüdeln mit unserer Audioaufnahme. Weil ich wollte mich gerade freuen über Valve-Style Audio-Kommentar. Mal gucken. Dein Action-Button? Wer ich ja auch immer das war? Nee. Nope. Okay. Dann. Ach doch, da war da nicht gerade was in der Luft oben drüber? Bin ich nicht. Also So als first off, doch. I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. But it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Oh Mann, ey. Ich hoffe nicht, dass das Spiel irgendwie noch mit einem Horror. Selbstmord endet oder irgend so ein Quatsch. Aber irgendwie finde ich das auf eine merkwürdige Weise auch ganz schön vom Leveldesign her. Meinst du jetzt stilistisch oder was meinst du? Ich weiß selber nicht so recht, was ich meine, wenn ich drüber nachdenke. Hey guys. Was haben wir to talk about? Oh ja, genau. Hier, let's stage oder so. I refuse to believe. Weiß ich, zum Beispiel diesen But as bot. crazy Raum mit Zeug drüber in guter Grafik gemacht, in einem Dark Souls, würde mir gefallen. Das hat mich auch sofort an Dark Souls erinnert. Please we'll go to the freaking bathroom. Anyway. This won't amount to anything. Nothing here, go back. But don't listen to that guy. Ja, das ist voll... Ich meine, das ist kein Zufall, dass es aussah wie Dark Souls mit diesen ganzen Nachrichten auf dem Boden. Free T-Shirt. Ich finde es unter dem fiktiven Narrativ, dass es tatsächlich ein Kumpel von ihm gemacht hätte, noch schöner. Da musst du erst mal drauf kommen. Ne? Oh, das heißt Ja. Scheiße, ey. How door open. Nee, door how open. So. Oh, Kunst. New room. Awesome. Chimes. They just keep going. Bis auf Nachrichten hat er recht. Don't bother. Das erinnert mich an dieses Babsi-Spiel. Babsi-Spiel? Ja, es gab auch mal so ein postmodernes Babsi besucht die so und so Ausstellung und das ging auch sehr schnell, sehr wild irgendwo ins Left Field. Proceeding further, was stand da? Ich glaube nicht, dass der besonders... Nee, natürlich nicht. Will only result in misery. Na, dann ab zur Misery. Ja, glaube ich. Wir gehen das Risiko ein. Oh nein, ich kann da noch nicht hin, obwohl. Ich kürze das hier mal ein bisschen ab. Ja, this is not going anywhere. Oh, einsam.
sieht man doch, dass das fake ist. Solche nachdenklichen Notes würde nie jemand aus dem Internet schreiben. Ja, das hat er selber auch schon offenbart, dass sie natürlich nicht alle aus dem Internet sind. Okay, what's this mess? I'm trying to speak. Du bist bestimmt super wichtig. Bestimmt. Guck mal, hier, it looks like dots. Das ist richtig. Jetzt mit dem Flüstern. Aber auch von easy aus. Ja, das ist tatsächlich sehr punktig. Erschreckend. Ein Sony Bravia TV. Ja, sehr flat zumindest. Kannst nichts sagen. Take all my money. Oh, this one on Bravia. Sogar die Texturen sind schon nach Hause gegangen. I beat the game. Fuck, Alter. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Okay. Ist der irgendwie in Coda verliebt oder so? Der schreibt immer echt eine ganze Menge. Schlauer Ist es schon wieder? Das ist doch irgendwie. Irgendwas wird das bedeuten. Creepy! Warum waren 3 Punkte so merkwürdig? In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Davor geht auf jeden Fall der Shit ab in Sachen Das Muster ist auch schon wieder super laut. Ja. Oh je. Hoffentlich wissen die jetzt alle nicht, wie das geht. Genau. Das wäre schön. Yes. Ja. Oh ja. Help! Und da drin steckt einer im Boden. Answers, please. This doesn't make sense. The second door won't open. Help! Yes, okay. Let me show you. Because there's this dark area between the doors, a space between spaces. Before you move on, you get to pause. Just for a moment. A few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Okay, dieses Geflüster macht mich echt nervös. Ne? Du redest immer noch ein bisschen mit Horrorkram, ne? Ja, ich meine, hier kann alles passieren. Ja, natürlich. Dieses Geflüster ist natürlich nicht gerade entspannt. Hinter dir? Das sind Schreibmaschinen, okay. Yeah, Laterne. Oh wow. Simons Traumwelt. Ja, warum ist die nicht beleuchtet? Du bist doch wichtig. Speak. I'm trying, but I can't. Leider nein. Sorry. Mai, Juni 2009. Okay, this one is tough. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Okay. Klar, bin voll dabei. Mit Hotline Miami Soundtrack. Hast du Teil 2 mittlerweile mal gespielt? Ja, nicht ganz durch. War dann irgendwann. Ja, es ist nicht viel neu. Aber ganz gut soweitig. Ist halt mehr vom Gleichen. Das Bild hing schon in einem anderen Spiel an der Wand. Das hing da gerade eben an der Wand. Ja, das meine ich ja. Also in einem anderen Spiel hier drin. Okay. Dasselbe Bild. Aber ich wittere einfach ihm. Oh ne, diesmal geht's. See, like, this is it, the whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else.
Okay, cool. Here's version 2. Wobei ich mich frage, warum das Pornstars Die 2 heißt, dieses Projekt. Ah, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich weiß, was wir nehmen. Natürlich. Toll, ist an den Tisch geworden. Hui. Schade. Picture of a horse. Washing machine. Das ist wirklich ein sehr befriedigendes Spiel. Whatever, Tesla Coils. Ja, das ist ja so ähnlich. Ja. Ach, da siehst du auch oben das Oberteil von dem Boden, wo du gerade hingefahren warst. Ja, das stimmt. Table. Tables for Invented. Ja, das finde ich auch sehr schön. Ja, Macht eh keinen Unterschied, was wir machen. My choices make any difference. Oh oh. Okay. Oh shit. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Okay. Mir gefällt's. Hat so ein bisschen Aperture Science. So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Please walk forward. Never! Oh. Only back. This guide will enable you to escape any Prison environment. Take care, remember each step. Okay. First, click on the table. Oder? Right. But look good. Photo frame and click to turn it slightly. Links ist der Photo frame. Okay. Hängt auch ein bisschen schief. Okay, Tisch, Fotoframe. Jetzt die Floor Lamp ausmachen. Machen wir glatt. Da stand jetzt kein Hinweis mehr, ne? Ach doch. Nee, das ist immer noch der Lantern in the background. Okay. Now go to the left side sofa. Bisschen bewegen. Ja, natürlich. Touch the shelves. Wo sind wir da? Ja, das war schön. That's it. In a real prison, the escape will now open. Das merke ich mir mal, falls ich mal irgendwie in einem Gefängnis sitze. So komme ich raus. Mal gucken, ob wir uns das gemerkt haben und ob das abgefragt wird. Ja. Mensch, Coda. Bin nicht sicher, ob sich And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. No! Oh man. Why even try? Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Oh god. Let me just walk you real quick through a few. This is the worst. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a Hier ist dozen. nichts gemütlich. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. Das hat ihn noch höchstens einen This is the Nachmittag very gekostet. last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. What? Mind blown. Das ist Nova Prospect. Das ist Prison aus Half-Life 2. Bestes Level. Okay, wow. Ja, der hat tatsächlich mal ein paar Assets. Vor dem Baum. Und man sieht schon das Ende. Oh ja, tatsächlich. Genial. 10 von 10. Oh, bitte Bill und Ted, Bill und Ted, Bill und Ted, Bill und Ted. Ja, rein da. Flop. Hallo. Eine Pizza mit extra Käse, bitte. I'm you. You're me? I'm your clone. Yep. I was It's a conversation.
And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Nicht so einen guten Dialog Tree. Okay, let's get philosophical. Ja. You have something to care about. Let it ooze in your Oh ja, das ist auch schön. No, I think I'm the first person. Oder? Haben wir einen Call bekommen? Nö. Oder? Obwohl, ich glaube die anderen waren. No, let's not meet. Ich glaube, wir würden uns nicht verstehen. Nee. Stop out. You need to tell me how you feel right now. Du musst mir einen Kuss geben. What? What is that? Ja, stimmt, ich bin ja kein Idiot. Ne? Come on, just tell me how you feel. I feel afraid that nothing will ever change. Go on. On to the couch. Oh. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? August 2009. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Alter, aber jetzt plötzlich Grafik. No. To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Tür. Dark place. Okay. Und hier ist wirklich ganz nett. Uah. Diese Viecher sind echt so creepy. Clean. Oh shit. Da war auch schon Textur. Oh my goodness. I'm glad as heck that you all showed up. Also will er uns helfen. Quatsch, er will das You'll Oh, notice that the man. quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. Oh. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Ich find's super hier. Ich putze jetzt hier nicht. Wenn jetzt hier gleich so eine Putzing-Simulation kommt, dann hau ich hier. Ich will nicht. Kann man sich nicht einfach hier hinsetzen und aus dem Fenster Aber gucken guck, das ist und ja alles voll mit Trash. ein Bier trinken und glücklich sein. Echt am Arsch. Leck mich. Videogames. Alter. Das war ganz schick. Das ist die beste Decke, die ich je gesehen habe. Und die ist in diesem Spiel. Erschreckend. What the fuck? Der hat einfach kein einfacheres Asset gefunden für das Bett. Und dann die Ultra-Decke gebaut. Oh, was gibt denn hier alles rum? Oh, kann ich lesen. Curses. Irgendwas mit Edward. Eduard mit den Scheren hinten. Da habe ich übrigens letztens ein sehr schönes Interview gesehen. Mit Eduard? Ja, mit Eduard. Nämlich da wird irgendein Typ zugeschaltet, der sich über Edward Snowden unterhalten soll und fängt plötzlich mittendrin an, nur noch Fragen zu Edward mit den Scherenhänden zu beantworten und die Reporterin checkt's nicht. Das ist sehr großartig. Oh. Okay, ja, natürlich. Ich mag das Bett. Aber das Bett sieht schön aus, so wie es ist.
Wenn das nur auch in echt so einfach ging, das Da wäre ich auch Fan. All the details matter. Ja, jetzt können wir ein paar Fragen stellen. Ach, das ist ein Hauscleaner. Okay. Wo ist denn die Job? Okay, war ein Freund, als ich brauchte. Aber noch nie so gut gefühlt, was wir jetzt. Couch! Nicht so gerne auf. Hex, Das ist Hex. Super. Drink! Hex, Hex! Bitte ab. Oh Gott, cheesy personal insight. Make it especially cheesy. Ja, bitte. Ja, jetzt auch raus mit all den... No! Crap. Das ist natürlich schade. Sure, dishes. Natürlich. Tada! Innerhalb von 0,1 Sekunden. Und jetzt noch die Tab. Scrubs. Achso, die. Nee, irgendwo muss ein Badezimmer sein. Okay. Da. Ja, oh, das ist die Mann. Books on the floor, bedroom. Das ist mit Abstand am meisten. Das meiste Gameplay überhaupt in dem Spiel bisher ist. Ja. Räum dein Haus auf. Dishes off the table. After the intense set of prison games, Geht's wieder. this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. Okay. I know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Widerlich. Ja, gegenwärtig. Ich will auf jeden Fall den Teppich im Schlafzimmer gerade ziehen. Ja, tatsächlich. Oh nee, die Tab ist schon wieder dreckig. So ein Mist. Oh. I think you're overanalyzing again. It's really pretty cheap. Jetzt er beleidigt. Ah ja, immer Feeling-Typen mit grünem Kopf. Keep doing this, yeah! This is Clean up the awful. books, thanks. Im Schlafzimmer waren die. Ja. Fuck. Ich hoffe, ich muss nicht hier wirklich den richtigen Weg durch die Conversation finden. Ach, das glaube ich bei dem Spiel nicht. Nee, ne? I'm glad he did this. I'm glad he found some peace. Das ist nur Question. But, of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. What? Das war jetzt etwas Left Field. Ich glaube, du kannst hier einfach raus, oder ja? Die Riesendor ist auf. Was? Und da ist irgendwie der Hoover-Damm. Ja, aber Der Kommentar über den Dark Space hier, das war aber gerade so ein bisschen creepy von ihm. Ja. Das stimmt wirklich. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. September 2009. Oh, nee. This one gets a bit goofy. Schon wieder die so. Ich mag diese Boxkopftypen nicht. Die sind nervig. Ihr müsst ja gehen.
Genau deswegen sind wir hier. That's what Uni is like. Oops. Wow, ich kann meinen Kopf 360 Grad drehen. Ups. Wow. Oh Mann, wo geht das jetzt hin? So easy. About halfway through the game, the perspective shifts. Halfway! Whoa. Sure, why not? And you play as the teacher. And suddenly, Awesome. you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Bit. But drinking is not hurting my life. Ich entwickle eine Zyste. Auf X. Oh Mann. Also das sind seine Gedanken. Seine Dämonen. Was ist das, was wir sagen? Ja. Krass. Ja, ich meine... I felt pretty hard for this one. Perfekt. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Food for thought. 2010. Why not? Nicht Ja, so dumm. schon wieder dieses trashige Sofa und dieser Kacktisch. This one took a lot longer than all the others for Und Coda das to Foto. make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Das erinnert mich gerade voll an Duke Nukem. Vielleicht kommt da das Kind und sagt, hey, kann ich nicht Autogramm haben? Dann können wir einen Penis ins Buch machen. Wahrscheinlich. Also. Ah, Kulisse. Cheorde. Alter, was für eins. Nicht schlecht. Aber für Stühle hat es nicht mehr gereicht. Und jetzt geht alles an. Unter Stühle. Wow! Ich sag's doch. Nice! Performance is beginning. Places, please. Haha. In this scene, you will be playing as me. Oh. We are at the gathering of professionals. First, we start out leaning against this wall. That wall. Oh, this wall. This wall. Puh. Ich hab nochmal so einen Text bekommen. Stay right there. Woman-acquisitive movements, chairs a professional photographer of elements. Was? Yes! Ja, das war schon immer mein Traum. I really want that. Ja, dann sagen wir was zu ihr. Hello. Hello. Oh. Ja. That's it! That's not a conversation! Naja. Okay, Do it again. Ah, okay, jetzt darf ich. I'm super scared. Ja, dann. No. That is not what I said to her at all. What? Jetzt geht's um dich, oder was? Okay. Happy. Successful. What the fuck, Daleks? Okay. These cones will bounce when you touch them and represent the people nearby. Whoa. Do it. Na dann. What we... Okay, I'll now talk to her again. What can we want? Well, nothing really matters. Ah, come on, Alter. Wer redet mit mir? Mit wem rede ich? Was soll der Quatsch hier? Na, man weiß es nicht. Das ist alles sehr fragwürdig. I want to try. Okay.
Oh Gott. Lampe. Lampe. Ja. Dave, hilf uns mal hier. Das Spiel ist Kacko. Okay. Ich meine, die Bühne Wir war sind schön, ausgeschlossen auch. Wir sind doppelt ausgeschlossen. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Monate. Mario's trip. To play this game properly, you must keep your eyes closed. Ja, dann. No! What's going on? Blind, haben die beide auf dem Kopf. Help, I'm blind! What's going on? Es kommt näher auf zu, schnell, sag was. Guck mal nach draußen, es kommt auf uns zu. Ey, das ist eine Tür. Oh ja. Ups. Well, Ja. 5 Monate für den Arsch. Okay. Auch verarsch mich. Ja. You should Yes, probably yes. open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. I don't believe Ja, it. dann antworte mal schnell. Okay. Please tell me how to solve this. I'm going to kill you. Ja. Oh je. Schneller. Sag was. Das ist der Captain. No. Ah, gehen wir direkt dahin. Ja. Das ist weird. Da rechts ist auch noch mal auf zu. Das ist für Käse. True. The only way to stop it is to speak something that is honest. Ah ja. Bla bla bla. I can't keep making this. Yes! That's the truth! Oh. Ah ja. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Okay. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Okay, 6 Monate. Dezember 2010.